gezogen werden, um sich eine Mehrheit zu sichern. Also du bist alter Politiker, wenn auch, ich weiß nicht, ist das Ruhestand? Nein, das andere ist ja schon wieder in Lauerstellung. Du musst es am Ende einfach geräuschlos machen. Sag mal, was ist brisanter im Moment? Borussia Dortmund oder UEFA versus FIFA? Das Letztere ist sicherlich deutlich brisanter. Ne? Er hat natürlich jetzt übertrieben, weil das waren Dinge, diese Balrogan oder wie der ganz genau ausgesprochen wird, das Ding, sowas habe ich ja noch nie erlebt im Fußball. Du könntest auch Friedrich Merz ansprechen, dann ist der Bensebaini vielleicht wieder... Aber die Grundfrage ist doch trotzdem, wollt ihr einen Regimewechsel? Ja, Regimewechsel, klar, will die UEFA einen Regimewechsel, logisch. Aber wir müssen Das heißt, Infantino muss weg. Aus der Sicht der UEFA sollte er dann mit Ablauf seines Mandats oder vielleicht auch vorher zurücktreten. Bruno Knust und ich wollen Aki Watzke fragen zu Dingen, die über Borussia Dortmund ein bisschen hinausgehen. Aber keine Angst, natürlich nicht nur. Aber wir würden ganz gerne ein bisschen von ihm wissen aus seiner Funktion des UEFA-Vizepräsidenten auch heraus. Weil das ist ja gerade sehr aktuell. Bruno. Ja, also ich glaube, Aki hat ja noch ganz andere Funktionen. Er ist ja DFL an der Spitze, DFB an der Spitze, UEFA. Und ich frage mich, wenn du morgens wach wirst, weißt du mehr, in welcher Rolle du dann sprichst, oder musst du in den ersten Kalender gucken? Ja, das Problem ist ja bei der ganzen Geschichte, das versteht ja, die meisten verstehen das nicht, dass die alle miteinander zusammenhängen. Das heißt also, du kannst ja nur im UEFA-Exekutivkomitee sein, wenn du entweder Verbandspräsident bist oder erster Stellvertreter. Und erster Stellvertreter kannst du nur sein beim DFB, wenn du dann der Bundesliga-Chef bist. Also das hängt alles irgendwo ein bisschen mit zusammen. Ich weiß schon dann noch, welche Dinge ich dann gerade vertrete, ja. Okay, also ist nicht so, dass du nicht an leeren Stühlen vorbeigehen kannst? Nein, das Problem ist nur, dass es jetzt so zum Beispiel jetzt im September, da ballt sich alles. Ne? September ist ein furchtbarer Monat, weil du hast jetzt ist die Auslosung in Monaco. Dann hast du UEFA Expo. Das ist jetzt Champions League. Ja, Champions League. Aber League und so. da tagt immer dann auch noch das Komitee, was sich um die europäischen Clubwettbewerbe kümmert, wo ich stellvertretender Vorsitzender bin. Und danach hast du dann UEFA Exco Meetings und dann hast du 4 Länderspiele, du hast 2 Champions League Spiele, du hast DFB-Pokal, Bundesliga, dazwischen noch DFB-Präsidium, Bundesliga-Präsidium, das haben wir gestern absolviert. September ist furchtbar. Aber die Spieltage vom BVB sind weiterhin ja, klar. Immer freigehalten. Immer freigehalten, natürlich. Auch Auswärtsspiele. Ja, auch Auswärtsspiele, wobei ich jetzt in meiner neuen Rolle, sagen wir mal, ich fühle mich nicht mehr verpflichtet, so wie früher, wo ich da mein Gehalt bekommen habe. Da habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, einfach da zu sein, auswärts bei jedem Spiel. Das war einfach klar. Jetzt habe ich schon eher das Gefühl, dass ich vielleicht auch mal 2-mal oder 3-mal nicht mitfahre, weil es einfach eine ungünstige Ansetzung ist oder ich dafür 1000 Kilometer fahren müsste oder was auch immer. Das kann schon passieren, aber die Heimspiele und die allermeisten Auswärtsspiele auf jeden Fall. Sag mal, was ist brisanter im Moment? Borussia Dortmund oder UEFA versus FIFA? Das Letztere ist sicherlich deutlich brisanter. Ne? Das ist ja klar, weil beim BVB finde ich, dass ja die Reihen da momentan sehr geschlossen sind. Und vor der Saison ist sowieso immer alles gut. Das ja in Dortmund haben wir ja immer so eine Welle. Ne? Das heißt also es war ja schon 4 Wochen vor Saisonstart, wo die Transfers noch nicht stattgefunden haben. Da kam ja schon so eine leichte depressive Phase. Aber jetzt ist ja gerade so die Euphoriephase, die dann aber natürlich, wenn die erste Ernüchterung kommt, dann auch sehr schnell wieder runtergeht. Das kennt man ja. Und ich habe großes Vertrauen zur Geschäftsführung und so. Das ist also momentan relativ unproblematisch. Das Thema Infantino ist natürlich ein großes Thema, das ist ja klar. Da wirst ja überall darauf angesprochen. Und ja, wir haben ja jetzt auch, ich fliege jetzt morgen nach Monte Carlo
Weil Donnerstag ist die Auslosung, morgen sind Sitzungen und da wird natürlich auch rund um dieses Thema wird natürlich auch noch mal viel gesprochen. Habt ihr eine Säge dabei oder? Ja, mit einer Säge alleine ist das ja, glaube ich, auch nicht getan. Ich will auch kein Infantino-Bashing machen, weil ich habe auch ein paar Dinge mit ihm mal wieder so besprochen, die nicht so schlecht waren. Zum Beispiel, ich finde nach wie vor, dass die Club-WM eine große Zukunft hat. Ich weiß, dass da viele Leute gibt, die andere Meinungen haben. Das gehört auch dazu. Aber er hat natürlich jetzt übertrieben, weil das waren Dinge, diese Ballo-Gun oder wie der jetzt genau ausgesprochen wird, das Ding, sowas habe ich ja noch nie erlebt im Fußball. Und dann jetzt mit dem Investorenprozess. Ach ja, ja klar. Du könntest auch Friedrich Merz ansprechen, dann ist der Bensebaini vielleicht wieder... Ja, so ungefähr ist das ja. Ne? Wobei ich glaube, das geht einfach nicht. Das ist einfach, und wenn man ein funktionierendes Thema hat, so wie die Weltmeisterschaft, die sich ja im Prinzip selbst trägt, da brauchst du keine Investoren. Weil Investoren brauchst du dann, wenn du eine Anschubfinanzierung brauchst. Wenn du sagst, hier das Ding, das ist noch so klein, aber das könnte mal so groß werden, wenn das entsprechende Kapital und so. Dann ist das von mir aus, da hat das noch eine Logik. Aber Weltmeisterschaft. Wir haben vor ein paar Jahren ja erlebt, dass dauernd Tennisbälle auf den Platz flogen. Bruno hat mich daran erinnert. Ich hatte das schon wieder vergessen, aber der Kabarettist behält natürlich solche Dinge. Da ging es auch letztlich darum, natürlich Investoren in ein ebenfalls sehr gut funktionierendes Produkt reinzuholen. Erklär uns doch mal den Unterschied. Der Unterschied ist ganz einfach. Wir wollten das Geld damals benutzen, um die Auslandsvermarktung der Bundesliga anzukurbeln. Das funktioniert nämlich nicht top. Da kassieren die Engländer, die Spanier ein Vielfaches von uns, weil wir uns aber auch ehrlicherweise viele Jahre nicht drum gekümmert haben. Natürlich haben die ein paar mehr Vorteile. Die Engländer haben den sprachlichen Vorteil, auch die Spanier. Es gibt natürlich sehr viele Hispanics überall. Aber nichtsdestotrotz haben wir das ja auch jahrzehntelang ein bisschen schleifen lassen. Das heißt, hättest du jetzt beschlossen, wir gehen jetzt mit geballter Macht mit allen Clubs nach Amerika, nach Asien, in den Ferien und was weiß ich, was kostet das natürlich viel Geld. Und dafür brauchten wir das Geld, weil wir konnten das den Clubs nicht aus dem Operativen abzweigen. Und deshalb war damals diese Investorenlösung angedacht, weil wir hatten 200 Millionen Auslandsvermarktung. Das war nicht viel. Aber wenn du die Weltmeisterschaft siehst, gerade noch gesagt 15 Milliarden Umsatz, da brauchst du keinen Investor mehr. Das ist totaler Unfug. Wie kommt man auf solche Ideen an? Nicht? Das ist ja, wir haben ja dem Blatter schon einiges gewöhnt, aber der hat ja noch mal eine Schippe draufgelegt jetzt. Ja, die Ideen ist doch klar. Da kommen genug Leute, die viel Geld haben, auf dich zu und wollen an dem Kuchen auch noch ein bisschen partizipieren. Weil das ist ja klar. Also das muss man auch der FIFA lassen. Die Weltmeisterschaft war gut organisiert. Und in Amerika sind die Leute gewohnt, dass für Live-Sport auch ordentlich gezahlt wird. Das kam natürlich der FIFA auch nochmal zugute. Die wissen auch, dass die nächste Weltmeisterschaft in Spanien, Marokko und Portugal, das wird nicht so eine Gelddruckmaschine wie jetzt die USA. Aber nichtsdestotrotz, dann wollen sich natürlich viele dranhängen und wollen davon auch partizipieren. Ich hätte immer den Eindruck, die WM wird immer nur an Länder abgegeben, die Öl- oder Gasvorräte haben. Nee, aber das ist ja das beste Beispiel, ist ja jetzt mit der WM in Spanien, Portugal, was ja eigentlich schön ist. Ne? Und dann Marokko ist ja im Prinzip auch, passt ja dann auch einigermaßen ins Bild, wenn du auch da das Gefühl hast, früher gab es Französisch-Marokko, willst die Nordafrikaner noch ein bisschen damit inkludieren, ja. Denn so eine Weltmeisterschaft, muss man ehrlicherweise auch sagen, kannst du ja sonst heute nur noch in einem sehr großen Land machen. Weil du brauchst ja sonst Infrastrukturobjekte, die anschließend niemand mehr braucht. Du brauchst jetzt in einem kleinen Land wie Portugal brauchst du keine 16 Stadien für eine Weltmeisterschaft. Die musst du anschließend verrotten. Und insofern ist dieses Konzept, Deutschland könnte noch eine WM alleine stemmen, England kann eine WM alleine stemmen, aber die meisten Länder auch in Europa kriegen es nicht mehr hin. Und von daher finde ich, das fand ich ganz gut, dass man das Spanien und Portugal gemacht hat. Lass uns aber doch bitte mal zurückkommen auf den Moment, als ihr das offiziell dann bekommen habt. Ihr werdet es im Vorfeld gewusst haben, was da Infantino und seine Mannschaft für Pläne haben? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich ausführlich. Also umso spannender. Also das kommt auf den Markt, das kommt dann vielleicht sogar zu euch im UEFA-Präsidium auf den Markt über Medien und dann reagiert ihr sehr schnell.
Also mich würde sehr interessieren, wie war das? Welche Bombe ist da sozusagen bei euch angekommen? Und wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr dann relativ schnell zu einem Ergebnis gekommen seid mit einer Stellungnahme, an der du, glaube ich, nicht unbeteiligt warst, und mit einer Einstimmigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, von 55 Mitgliedsverbänden, das sind ja nicht alles Länder. Kannst du dich da so ein bisschen erinnern, wie das eigentlich dann an dem Tag abgelaufen ist? War das so, das geht ja dann im Prinzip relativ schnell. Also irgendwann, das war ja, glaube ich, durch irgendein Medium, ist das ja das erste Mal berichtet worden. Und du hattest ja auf der UEFA-Seite maximal mal von irgendwelchen Gerüchten gehört, aber nichts Konkretes natürlich. Ja, und dann ist es natürlich klar, ich bin Vizepräsident und nicht Präsident. Und dann liegt natürlich der Ball bei Alexander Ceferin im Spielfeld. Und der ruft dann sofort natürlich seine Vizepräsidenten an und dann die Leute vom UEFA Exco, was bei uns das Präsidium gibt es nicht, aber es heißt eben UEFA Exco, Exekutivkomitee. Und und dann hat man relativ schnell innerhalb dieser kleinen Gruppe eine klare Willensbildung gehabt. Und hat dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir das auf der Basis der 55 Nationalverbände. Und dann haben wir, glaube ich weiß jetzt nicht mehr, das war, glaube ich, schon am nächsten Tag, hat es dann eine Videokonferenz gegeben über 2 oder 2,5 Stunden mit den 55 Nationalverbänden. Plus das Exekutiv, also da sind dann 60, 70 Leute, die sind alle zugeschaltet. Ne? Und da hast du aber auch in der Diskussion relativ schnell gemerkt, dass jetzt irgendwo, das ist ja ein Prozess. Ja, das ist so, da tropft immer mehr so in so einen Pott rein und irgendwann hast du das Gefühl, das hat vorher schon das Gefühl, also ganz viel darf nicht mehr passieren und dann nach diesem Balogun-Ding schon mal gar nicht mehr und dann kommt so ein Ding natürlich, ja, und dann hast du, das war also nicht so schwierig, glaube ich, da eine Einigkeit in der Willensbildung herbeizuführen. Schwierig wird es jetzt vielleicht die nächsten Monate. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir ganz kurz danach telefoniert haben und du hast im Grunde genommen schon da sofort gesagt, ja, die Geschichte, die läuft ja jetzt noch lange weiter. Aber kommen wir noch mal auf den Anfang zurück. Es gibt ja da dieses Angebot von der Investorengruppe, das sind so irgendwie 3,6 Millionen Euro, je nachdem, wie man das umrechnet. Milliarden, Entschuldigung, ja. Ja, die Nullen, ne, die Nullen. Also auf jeden Fall soll jeder Mitgliedsverband, egal wie, soll 20 Millionen bekommen. Da sind wir aber dann jetzt richtig mit den Millionen. Ne? Das ist ja sehr verlockend. Also ich habe mir mal so ein paar von den kleineren Mitgliedsverbänden es ist für die kleineren Verbände verlockender. Ja, also aber in Europa haben wir ja auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Usbekistan so auf Rosen gebettet ist. Aber die 20 Millionen wir haben gegen Curaçao gespielt, die haben eine Stimme, genauso wie alle anderen. Dann gibt es aber die britischen Jungferninseln. Fand ich ganz lustig, dass das so ausgedrückt war. Wir sagen ja immer Virgin Islands, aber Jungferninseln. Palästina ist Mitglied zum Beispiel. Also wenn ich mir den Fußballverband von Palästina vorstelle und denen wird auf einmal mit 20 Millionen gewunken. Sao Tome und Principe, Tonga, eine ganze Menge illustre Fußballnationen dabei. Die kriegen alle 20 Millionen. Wie wollt ihr sowas ab? Ich weiß ja auch, was du hinaus willst. Aber Fakt ist doch auch, die partizipieren doch jetzt auch von dem, was bei der WM übrig geblieben ist. Und das würde genauso gut ausgeschüttet. Also das ist jetzt nur im Prinzip ja, so ein Catcher. Das ist relativ schnell und so weiter. Und das ist auch nicht in Ordnung, weil am Ende des Tages muss man auch bei der Distribution natürlich auch ein bisschen nach Bedarf gehen. Und es gibt Länder, die sind groß und haben relativ wenig Möglichkeiten. Und es gibt Länder, die sind ganz klein. Und für die ist es natürlich unfassbar viel Geld. Also ich bin sowieso mit dieser Gießkanne, das ist nicht meine Welt. Und genauso gut macht das Ganze, wird ja dadurch auch erschwert, dass wir haben, glaube ich, 211 Verbände, Nationalverbände in der FIFA. Na, 55 UEFA, also ungefähr ein Viertel kann man ja ausrechnen. Und die hat jeder eine Stimme.
Und das ist natürlich für die Großen in Europa, weil die Weltmeisterschaft ohne die Spieler, die in Europa ihre Arbeitsverträge haben, kannst du sofort wieder knicken, brauchst du gar nicht mehr spielen. Ja? Und für uns ist es natürlich manchmal auch schwer zu akzeptieren, dass dann, ich will jetzt extra kein einziges Land nennen, aber dass dann irgendwie so ein kleines Atoll da irgendwo in was weiß ich wo eine gleiche Stimme hat als jetzt zum Beispiel die Vereine in Britannien oder wie Frankreich oder Deutschland. Das ist die Vielfachkratie. Ja, das ist bei den Vereinten Nationen ja auch ein Problem. Ja. Ne? Ja. Also die haben ja auch dann irgendwie nochmal so eine Extraliga, den Sicherheitsrat, wo im Grunde genommen wir ja nicht reinkommen, weil wir da nicht genug Freunde haben. Die Ja, gut, für wir uns sind stimmen, zumindest haben während wir Österreich drin ist. Das ist Ja, ganz, die sind für jetzt mich ganz gewählt interessant worden, ne? gewesen. Aber es gibt ja Ständige und es gibt Gewählte. Aber wir haben es ja noch nicht mal geschafft, Gewählte zu Aber werden. es ist wie bei jeder Familie. Ne? Der Onkel, der Gutes bringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt. Aber du bist der Meinung, dass diese 20 Millionen nicht so verlockend sind, dass dann am Ende Doch, doch natürlich. rauskommen kann. Im Natürlich März ist, glaube ich, die Wahl, ne? Im Die März Wiederwahl, sind die Wahl, ja. ja. Infantino doch wieder genügend Stimmen hat, um weiterzumachen. Ja gut, das sagen wir mal so. So einfach ist das auch nicht, jetzt da eine Wende herbeizuführen. Du hast schon das Gefühl, dass wenn immerhin schon mal von 5 Kontinentalverbänden oder gut, okay, Ozeanien ist ein bisschen 6, ne? kleiner, eigentlich sind 6, aber das ist natürlich eine andere Gewichtung von den 5, die Mitgliedsverbände haben. Wenn da schon mal 3 sich da doch relativ klar auf die UEFA-Linie einschwenken, ist das schon mal ein Vorteil. Aber das heißt ja nicht, und das fängt ja jetzt die nächsten Wochen und Monate an, da wird ja versucht werden, aus diesem Block Länder rauszubrechen. Und ich meine, wir müssen jetzt, wenn ich sehe, dass jetzt mal Trinidad Tobago und Kanada in einem Verband sind, ist das aber ehrlicherweise von allen Charakteristika ähneln die sich ja nicht so wirklich. Ne? Und insofern da muss man einfach mal gucken, ob man diese drei Verbände zusammenhält. Aber das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe. Also dafür gibt es ein Management bei der UEFA, dafür gibt es an der Spitze den Präsidenten, der ja da auch am tiefsten involviert ist und der das ja versucht auch in dieser Richtung zu gestalten. Und ich spiele da im defensiven Mittelfeld vielleicht eine Rolle, aber sonst nicht. Nicht im Offensiven. Also, Nein. Aber du bist doch UEFA-Vize. Ja, also davon du gibt's musst aber doch auch jede Menge. 4 oder 5, weiß ich. Aber manche sind vielleicht ein bisschen sehr fitziger. Ne? massenhaft geradezu. Das ist ja, eigentlich stehst du ja nie für einen zweiten Mann. Ne? Du bist ja Nee, das ist nicht richtig. Bin ich aber im DFB auch. Also ich kann das auch gut aus der Position heraus. Das ist kein Thema. Mir wäre das auch egal, wer da noch ist. Ne? Nein. Aber die Grundfrage ist doch trotzdem, wollt ihr im Grunde genommen jetzt einen Regimewechsel? Ist das im Grunde die Strategie der UEFA, einen Regimewechsel zu erzeugen und zu sagen, da muss jetzt an die Spitze der FIFA, muss jetzt jemand, der andere Prioritäten hat als offensichtlich Infantino? Ja, Regimewechsel, klar, will die UEFA einen Regimewechsel, logisch. Aber wir müssen Das heißt, Infantino muss weg. ja, sollte aus der Sicht der UEFA sollte er dann mit Ablauf seines Mandats oder vielleicht auch vorher zurücktreten. Ja, das ist doch die klare Forderung, die die UEFA gestellt hat. Aber ich habe ja nicht den Eindruck, dass er sich das bisher besonders stark angenommen hat. Und deshalb wird das dann irgendwann wird sich das dann rauskristallisieren. Auch die UEFA muss natürlich auch mit den anderen beiden, und da ist ja dann wieder Alexander Ceferin im Spiel, der muss ja mit den anderen beiden, sage ich jetzt mal, befreundeten Kontinentalverbänden eine Einigkeit herstellen. Und es geht ja um Kandidaten. Es gibt ja momentan überhaupt keinen Kandidaten, ne, der jetzt sagt, ich habe noch keinen erlebt, also es gibt keine Bewegung, die sagt, der müsste es jetzt sein gegen Infantino. Das ist ja bis jetzt noch offen. Ceferin hat es ausgeschlossen. Das hatte er mir schon vor Wochen gesagt. Hast du es schon ausgeschlossen? Ich ja 100%. Vorhin schon. Vorhin schon? Ja, nicht mehr, er nimmt nicht mehr alles. Und das ist ja auch... Ja. Ja, das geht ja vor allen Dingen darum, jeder Job, der
mir den Job, den ich eigentlich am liebsten habe, nämlich den des BVB-Präsidenten, jeder Job, der das gefährden würde bzw. unmöglich machen würde, interessiert mich nicht. Das heißt FIFA-Präsident, UEFA-Präsident, DFB-Präsident. Weil in dem Moment, in dem du zu so einem Ding gewählt wirst, musst du automatisch das BVB-Präsidentenamt abgeben. Das ist für mich aber keine Alternative. Also würde ich niemals mich dafür diese Position interessieren. Bundesliga ist was anderes, da geht's. Gibt es denn einen Kandidaten? Also ich meine, gibt es irgendwelche Leute, wo man sich jetzt so merkt, ihr macht ja die ganze Zeit Hinterzimmer-Diplomatie. Also du weißt doch, wer da in Frage kommt. Nicht so wirklich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht, wir haben das ja beim DFB getrennt und das war auch relativ sinnvoll. Der Bernd Neuendorf ist im FIFA Council und ich mache UEFA Exekutivkomitee. Und von daher habe ich mich also bis zu diesem Thema jetzt mit Infantino, ich habe mich sehr wenig um die Kontinentalverbände, um die anderen gekümmert. Ich kenne zwar den Afrika-Präsidenten und aber zum Beispiel den Montagliani oder wie der heißt, der aus Kanada, den kenne ich gar nicht persönlich. Vielleicht habe ich dem mal die Hand geschüttelt, aber das ist kein belastbares Der wird aber als einziger genannt. Ja, der wird genannt, aber ich weiß ja nicht, ob der, erstens weiß nicht, ob der wirklich will. Zweitens weiß ich auch nicht, ob da die anderen das wollen oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja auch ein anderes Modell, dass die sagen, die 5 oder 6 Kontinentalverbände, da sollen jeweils die Präsidenten so einen Exekutivrat bilden und sollen dann jedes Jahr soll dann einer quasi diese Position, das ist so, also, ne, auch... Wie die Kardinäle im Vatikan so ähnlich? So ja, aber da gibt es ja auch einen Papst. Nee, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Aber irgendwie soll das ist, momentan, es ist noch so ein bisschen alles es ist noch frisch. Aber es ist ja bis November gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig 18. verstanden habe. November muss die Kandidatur stehen. Genau, gibt so eine Deadline, bis dahin muss ein Gegenkandidat aufgestellt sein. Ceferin sagt, ich will es nicht machen, sagt aber gleichzeitig, wir werden aber jemanden aufstellen, wenn Infantino nicht so schlau ist, selbst zurückzutreten. Ja. Dass der zurücktritt, dazu bedarf es ja sehr wahrscheinlich eines relativ großen Drucks. Wie man ihn bisher kennengelernt hat, braucht er relativ viel Druck. Das muss ja organisiert werden. Also müssen ja jetzt lauter Strippen gezogen werden, um sich eine Mehrheit zu sichern. Also du bist alter Politiker, wenn auch, ich weiß nicht, ist das Ruhestand? Oder wie nennt man das? Nein, das andere ist ja schon wieder in Lauerstellung. Du musst es am Ende einfach geräuschlos machen. Ja. Und vor allen Dingen nicht so mit so einem vielstimmigen Chor, sondern das ist bei uns ganz klar geregelt. Das ist die Aufgabe von Alexander und dann noch von seinem Generalsekretär, von Theodoridis. Und da kann ich jetzt, als Vizepräsident muss man auch seine Rolle kennen. Da muss man die Rolle kennen, dass man im Prinzip ein interner Ratgeber ist, aber nach außen muss der Präsident wirken. Alles andere ist Chaos. Denn wenn du kannst nicht mit 4 verschiedenen Stimmen für die UEFA reden, das macht keinen Sinn. Und insofern, das ist Chefsache da und da habe ich auch großes Vertrauen zu Alexander Ceferin, weil wir eben ein ganz besonders gutes Verhältnis haben. Ja, das hast du ja schon häufiger erwähnt, dass ihr ein besonderes Verhältnis habt. Insofern wäre es aber natürlich naheliegend, dass er sagt, Mensch, Aki, du kannst doch mit dem gut und du kennst den persönlich besonders gut. Ist das nicht so, dass man dann die einzelnen Mitgliedspräsidenten ich kenne die ja nicht wirklich gut. Das ist ja, ich kenne die europäischen gut, aber die kennt er alle noch viel besser. Und alle anderen auch. Und Bernd Neuendorf als DFB-Präsident ist da nochmal. Ich bin also zweimal nur in der zweiten Position, sowohl bei der UEFA als auch beim DFB. Und Bernd Neuendorf ist FIFA-Council und ist DFB-Präsident. Der wird natürlich auch versuchen, die Europäer zusammenzuhalten. Wenn es da irgendwo der Bedarf, dass ich da ein bisschen helfen soll, mache ich das auch. Aber ich mache doch nicht von mir aus jetzt in irgendeiner Weise da. Ich halte immer viel davon. Ich fände das jetzt auch nicht so gut, wenn jetzt bei uns beim BVB oder so die anderen Vorstandsmitglieder, wenn jeder seine eigene Agenda da abfackeln würde. Das heißt also, dafür ist schon der Präsident da und Ceferin macht das gut. Also Entschuldigung. Ich sage, stimmt ja, beim BVB ist das beste Beispiel gerade. Nicht? Da ist Ruhe, sprechen nur 2, 3 Leute und so darf es ja eigentlich auch nur sein. Seit ein paar Monaten dabei erst. Aber es hat auch eine Weile gedauert. Hier habt ihr jetzt bis zum 18. November, um einen Kandidaten zu finden.
den man auch den Afrikanern beispielsweise, Afrika hat natürlich relativ viele Länder, die empfänglich sind für Zuschüsse. Ja, aber Afrika hat sich ja so klar Asien committed auch. für Infantino. Also Afrika wird, glaube ich, schwierig. Sind da nicht einzelne Länder, die das dann auch wieder anders sehen? Also die Ägypter beispielsweise waren nicht begeistert, dass sie sich beim Turnier benachteiligt fühlten gegen Argentinien. Da gibt es in Ägypten sehr starke Konspirationstheorien, dass Messi unbedingt ins Endspiel sollte und sie deswegen ins Gras gebissen haben. Im Viertelfinale war es, glaube ich. Ja. Also auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen, genau wie in Europa. Afrika ist, glaube ich, schon, also bis jetzt ist das schon ein sehr monolithischer Block, genau wie Europa. Ich glaube, die Umkämpften sind andere, aber ehrlicherweise so viel kenne ich auch nicht davon. Ich habe den afrikanischen Verbandspräsidenten, den habe ich kennengelernt, weil das ist gleichzeitig der Owner von Mamelodi Sundown, gegen die wir bei der Club-WM gespielt haben. Ach so. Und da habe ich den dann auch kennengelernt und habe neben dem gesessen. Aber der ist ja offensichtlich ein großer Fan der aktuellen Situation. Und das liegt daran, dass diese Verbände sich davon mehr Vorteile, finanzielle Vorteile versprechen? Oder was ist da eigentlich der Grund? Ich kann nicht in ihre Köpfe gucken, ich weiß es nicht. Dafür bin ich da. Du kannst mich viel fragen über Bundesliga und von mir aus auch über Europa. Aber ich bin auch erst ein Jahr Vizepräsident. Also da, was das angeht, was die anderen Kontinente angeht, da bin ich noch in der Lernphase. Aber man kriegt ja jetzt dieses Echo auf jeden Fall. Muss man ja vielleicht für den Zuschauer auch nochmal zusammenfassen. Die Asiaten, der asiatische Verband, sind auch fast 50 Mitglieder, hat sich für eigentlich die UEFA-Linie entschieden. Aber CONCACAF, ich weiß gar nicht mehr, wofür das eigentlich steht, irgendwas mit Föderation und so weiter. CONCACAF ist auf jeden Fall Nord- und Mittelamerika. Genau, ne? und Mittelamerika, wenn ich zum Beispiel jetzt, sehe, dass es ja zum Beispiel zum asiatischen Beritt gehört ja auch zum Beispiel Katar, die sich ja bis klar für Gianni Infantino ausgesprochen haben und einige andere auch. Also so ganz monolithisch ist das da, glaube ich, nicht. Du brauchst ja eine Mehrheit dann bei 211, brauchst du dann eine Mehrheit ja, 106, glaube ich, ne? 106, ich das richtig rechne. Ja. Hat schon die Mathematik angefangen oder rechnet ihr da? Nee, ich rechne da nicht. Das ist, wie gesagt, wir haben eine große Verwaltung bei der UEFA, die sollen da rechnen, ich rechne nicht. Wie wird das jetzt, abgesehen davon, dass ein Kandidat gefunden werden muss? Nehmen wir mal an, Montalier ist der, glaube ich, ne? Aus Kanada macht es. Die Europäer sagen dann alle, ja, natürlich unsere neuen kanadischen Brüder, die demnächst ja auch sogar Eurovision Grand Prix mitmachen und so, also natürlich sind wir da dabei, aber lässt sich das überhaupt organisieren, international organisieren, dass jemand anders gewählt wird, aufgestellt wird und dann gewählt wird von 106 Ländern? Ist das denkbar oder braucht man einen Rücktritt von Infantino, um das Regime wechseln zu können? Ein Regimewechsel ist, wenn der Amtsvorgänger zurücktritt, immer einfacher. Klar, aber natürlich kann man das auch durch Wahlen hinkriegen, aber das ist, bevorzugt wäre es allerdings, es wird auch der FIFA eine Zerreißprobe ersparen und die Frage ist eben, ob Gianni Infantino selbst zu der Überzeugung kommt. Und das sind aber alles Dinge, das muss man nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Da gibt es sicherlich auch Leute, die dann vielleicht auch mal mit ihm reden. So dicke wie der mit dem Trump ist, wird er auch nicht von alleine zurücktreten. Ne? Ja, das hat aber, glaube ich, keine wirkliche Auswirkung. Also, nein, ich meine, die verstehen sich ja sehr gut. Und ich immer, sie sind da auch Brüder im Geiste. Ja, aber Donald Trump... Wenn der nicht mehr FIFA-Präsident ist, dann hat er ihn innerhalb von einer Stunde auch vergessen. Also da wollen wir mal nicht so tun, als wenn das jetzt, das ist doch normales Gehabe da, das ist doch klar. Also ich glaube nicht, dass es emotionale Beziehungen gibt. Das ist nein, nur der eine die Hand beim anderen in der Tasche, das ist ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Schwiegersohn von Trump in dieser Investition... Nee, Schwiegersohn nicht, sondern angeblich soll der Bruder des Schwiegersohns da mit involviert sein. Ja, das ist ja dann viel weiter weg. Das ist ja dann unverdächtig. Ich will noch mal auf diese grundsätzliche Frage der Kommerzialisierung, an der sich das ja jetzt gerade festmacht. Das ist nicht der einzige Punkt gegen Infantino über all die Jahre, hast du ja gerade auch gesagt. Aber ich will noch mal zurückkommen auf die Kommerzialisierung. Da hatten wir jetzt auf einmal diese Trinkpausen. Selbst wenn es nur 18 Grad war, musste ja gegen die Hitze erstmal angetrunken werden.
Da ging es natürlich auch um die Möglichkeit, die Trinkpausen zu nutzen als Werbefläche und so weiter. Grundsätzlich habe ich dann oft so das Gefühl, naja, die UEFA hat die Champions League erfunden und das ist ja auch eine Gelddruckmaschine, von der Borussia Dortmund zum Beispiel auch profitiert. Ja, aber du musst authentisch bleiben dabei. Und, was heißt das konkret? Authentisch heißt, dass es zum Beispiel beim Champions League gibt es keine Trinkpausen. Ich bin auch nicht gegen Trinkpausen, aber die Trinkpausen dürfen sich nicht am Wettbewerb orientieren, sondern die müssen sich an der Hitze orientieren. Und wenn du natürlich den Leuten erzählst, bei 18 Grad in was weiß ich was, wir haben ja da auch in Atlanta oder was gespielt, da war es relativ kühl im Stadion, es war wunderbar zu spielen, da brauchst du keine Trinkpause. Ja, es gab Stadien mit Klimaanlage. Also ja, mit aber Dach nicht so und viele, Klimaanlage. ehrlicherweise auch. Ja. Aber du musst es einfach dann, das hätte man auch im Vorfeld schon bedenken können, aber wahrscheinlich hat man auch unterschätzt. Es ist natürlich verlockend, da die 3 Minuten zu verkaufen, das ist klar. Aber solche Exzesse gibt es bei der UEFA, glaube ich, nicht. Ja, auch mit der Halbzeitpause, eine halbe Stunde. Beim Ja, Endspiel. gut, das war nur beim Finale. Das ist aber auch noch mal wieder so ein Ding. Ich bin da auch kein Fan von, definitiv nicht. Es gibt aber unfassbar viele und wir Deutschen neigen ja immer dazu, immer alles nur aus deutscher Sicht zu sehen. Wenn du aber jetzt mal mit Amerikanern sprichst, ja. Die fanden diese Halbzeitshow gigantisch. Die fanden das großartig. Und da gibt es eben so einen Clash der Cultures. Und für mich sind 15 Minuten. Und mir hätte auch früher gereicht, wenn man einfach nur die Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben hat. Ja. Aber der Fußball hat sich verändert. Wir wollen die ganze Gesellschaft mit einbeziehen. Da müssen wir auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die sagen, für ein WM-Finale, ist ja nicht für jedes Spiel, für ein WM-Finale sind wir auch mal bereit, 25 Minuten Pause zu machen. Mir gefällt es auch nicht. Mir war Helene Fischer schon so viel in Berlin. Ja, aber auch das ist natürlich wieder, das verstehen wiederum viele nicht. Ich bin auch kein Fan von diesen Dingen. Aber wir müssen auch mal, gerade wir auch, die ja nun etwas fortgeschrittenen Alter schon sind, müssen auch bereit sein zu akzeptieren, dass Leute, die 40, 50 Jahre jünger sind, auch vielleicht eine ganz andere Priorität haben und vor allen Dingen den Fußball vielleicht auch anders inhalieren wollen als wir, also auch mit ein bisschen Beigeschmack und was weiß ich. Mich macht das schon wahnsinnig, wenn wir Vorbereitungsspiele in den USA gemacht haben, wenn dann ab der 30. gehen die und kommen bis zur 60. irgendwann wieder, ne? Weil die zwischendurch Picknick machen und grillen draußen oder so. Ne? Das ist für so einen alten Fußballpuristen wie mich ist das Hardcore. Ne? Aber das ist heute halt Ich so. glaube, in den VIP-Logen der großen Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund, da sind auch viele, die dann im Hinterzimmer bleiben, weil sie gerade irgendwie über Immobiliengeschäft noch das hängt vom Spielstand debattieren wollen. Nee, das stimmt schon mal. Allein deshalb nicht, weil bei uns in der Zeit kriegst du ja bei uns auch nichts mehr zu trinken. Das haben wir ja von vornherein. Ja, nee, bei uns, das ist ganz klar geregelt, gibt's nichts. Ne? Also nur in der Halbzeitpause. Okay. Dass die dann teilweise 3-4 Minuten später erst wiederkommen, hängt einfach damit zusammen, dass sich da riesen Rückstaus bilden. Also die erziehen sich die Sponsoren. Ich bin da auch schon zweimal von betroffen gewesen, wenn ich eine Halbzeit mal zur Toilette noch musste. Und dann hast du teilweise dann 15, 18 Meter Stau, weil wir nur diese 4 Löcher haben, durch die Leute dann wieder nach draußen kriechen. Aber das ist nicht da, also der Grund ist nicht, dass die dann in der zweiten Halbzeit da drin Champagner saufen. Also definitiv nicht, das haben wir von vornherein ausgeschlossen. Es gab ja vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, gab es ja auch einen Vorstoß von Infantino und seinem Team, alle 2 Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft zu machen. Ja. Auch da gab es natürlich eine Abwehrhaltung der UEFA, weil das natürlich dann kollidiert hätte mit den Europameisterschaften, ja, nicht die zwingend, eine wichtige Geldquelle sind. Das könnte man man könnte ja auch alle 2 Jahre eine Europameisterschaft UEFA-Europameisterschaft machen. Nein, es ist zu viel. Wir haben genug Wettbewerbe. Wir haben mit der Club-WM, weil das war etwas, das gab es noch nicht. Aber alles andere gibt es schon. Und wir brauchen nicht noch mehr Wettbewerbe und wir brauchen keine anderen Zyklen. Also für mich ist ganz klar, und solange ich da in irgendeiner Weise auch nur ein bisschen Einfluss habe, wird an diesen Zyklen 4 Jahre Weltmeisterschaft, 4 Jahre Europameisterschaft, aber auch gar nichts mehr verändert. Ich weiß nicht, ob ich damit immer auf der Mehrheitsseite bin, ne? Aber ich bin da zu keinem weiteren Kompromiss bereit. Es gibt ja da viele schmale Grate, über die wir gerade reden. Ne? Also man muss ja immer, du hast gerade Authentizität mal gesagt als Stichwort dazu. Das ist natürlich schon ein sehr akademischer Begriff, wissen wir beide. Ich mache das mal konkreter. Die Südtribüne, da zahlst du relativ wenig Geld, möglicherweise unter 20 oder 20 € vielleicht. Und das ist ja auch was ihr sehr gepflegt habt, aus sicherlich verschiedenen Gründen.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt da bei der WM haben wir Börsen gehabt, offizielle Börsen gehabt, in denen du Eintrittskarten ersteigern musstest sozusagen. Und da haben sich dann ja utopische Preise ergeben. Das ist aber alles irgendwie letztlich unter dem Oberbegriff Fußball und kommerzieller, professioneller Fußball. Das geht immer weiter auseinander, ne? Ja und nein. Wir müssen natürlich erkennen, dass auch in England, auch in Spanien, also speziell in Madrid oder so, wo auch was ja eine relativ reiche Stadt ist, die Leute deutlich mehr bereit sind zu zahlen. Wir setzen ja bei Borussia Dortmund wissentlich und auch willentlich die ökonomischen Dinge eigentlich außer Kraft, weil ich habe das mal im Studium gelernt, wenn die Nachfrage hoch ist, kannst du Preise erhöhen. Wenn die Nachfrage schlecht ist, sollst du sie senken. Also wir haben ja eine 100% Nachfrage plus 30%, die wir nicht erfüllen können, also könnten wir deutlich höheres Preisniveau haben. Wir machen das aber aus sozialpolitischen und gesellschaftlichen Gründen nicht. Woanders sieht man das halt anders. Da hat man nicht diese Arbeitertradition, auch nicht dieses Gefühl, was ja Dortmund ist, nicht Madrid. Es würde auch gar nicht passen zu Borussia. Ne? Es geht ja auch um Kontinuität. Aber auf der anderen Seite wollen die Leute natürlich auch, dass Borussia am besten noch Real Madrid schlägt. Das wird allerdings immer schwieriger, indem du dich immer weiter freiwillig beschränkst. Aber wir werden es trotzdem tun. Man muss aber dann auch konkret sagen, da sind wir auch bereit, dann auch mal auf Erfolg zu verzichten, weil wir können dann nicht mehr mithalten. Das ist ja klar. Wenn ich jetzt heute sehe, was Bayern München, neben der Tatsache, dass sie ohnehin viel in einem dickeren Speckgürtel, das kannst du ja auch nicht mal als Speckgürtel bezeichnen, aber wenn ich sehe, was die am Spieltag, dann nehmen die Millionen mehr ein als wir. Ja, und das muss man halt akzeptieren. Es wird auch niemand 28, da gibt es dann in der Bild-Zeitung gibt's einen Vergleich, was kostet die Dauerkarte in Hoffenheim, in da und in da. Aber dass wir 28.000 Stehplätze anbieten, da steht nirgendwo was drüber. Denn das macht ja das Preisniveau dann auch kaputt. Du siehst aber auch doch in Dortmund ein ganz anderes Entertainment im Stadion, was das Publikum macht, als in München. In München ist ja Einschlafhilfe. Und da glaube ich, also guck mal, München macht einen Umbruch, wenn 3 Nationalspieler die Nummer am Umkleideschrank ändern. Und bei uns gehen 5 Spieler durch. Da ist ja eine ganz andere Euphorie. Das ist richtig, Bruno. Das Problem ist nur, am Ende müssen die Spiele alle mit Geld bezahlt werden und nicht mit Emotionen. Denn ich würde die auch lieber mit Emotionen bezahlen. Aber machen wir doch gerade. Sind die aber nicht einverstanden mit. Wir zahlen ja im Moment weniger und mehr Emotionen. Wir müssen aufpassen, wir müssen als Borussia Dortmund aufpassen, dass uns nicht Vereine wie Hamburg und Stuttgart und so, dass die uns nicht weglaufen. Die haben heute schon in ihren Stadien bei 20.000 Zuschauer weniger mehr Spieltagseinnahmen als wir. Das ist unser Problem. Und unser Stadion, und das ist das nächste Problem, das ist natürlich von 74 in der ersten Version. Und das merkst du auch mittlerweile, wenn du speziell mal so durch die Innereien marschierst, ne, da merkst du schon, dass das ein paar Jahre älter ist. Wir müssen ich hoffe, dass ich das nicht mehr muss, sondern dann irgendwann meine Nachfolger mal ganz viel Mut haben und müssen das mal komplett auf den neuesten Stand wiederbringen, was aber Hunderte von Millionen kosten wird. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Also dieser Weg zwischen Südtribüne, günstige Karten, auch junge Leute kommen ins Stadion und so weiter und den mangelnden Logen, das bringt es in Dortmund ja eigentlich ziemlich genau auf den Punkt, was insgesamt im Fußball, in der Fußballwelt los ist. Ne? Also du willst eigentlich irgendwie diese Volkstümlichkeit auch, weil die Leute ja die Stimmung machen. Das ist ja ein großer Teil der Attraktionen eines Fußballstadions, vor allen Dingen für die jetzt nicht so richtige Fußballkenner sind, ist ja die Atmosphäre. Und die Atmosphäre wird natürlich sehr getragen durch viele Menschen und dadurch, dass das auch Leute sind, die sich auch mal richtig aufstellen und dann nicht die ganze Zeit nur sitzen wie ein Operpublikum. Ja gut, das ist aber in Deutschland natürlich auch ein bisschen mehr so. Ich habe
Zum Beispiel, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, obwohl es da ja keine organisierten Fanszenen gibt, bei uns im Stadion ist mit der Unterstützung dann der aktiven Fanszene eine andere Stimmung, klar. Aber ich hatte jetzt bei der WM nicht das Gefühl, dass da schlechte Stimmung im Stadion gewesen wäre, obwohl genau das da nicht war. Aber die Leute natürlich, wenn die Mexikaner gegen die Argentinier spielen, die haben natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Temperament als wir. Als der Sauerländer. Als der Sauerländer zum Beispiel, aber das ist nicht nur dem Sauerländer so. Ja. Also, aber wir wollen ja, das ist ja klar, wir beschränken uns da. Und ich will ja nur klar machen, wir wollen auch gar nichts anderes. Wir erwarten aber nur, dass man das honoriert und dann aber auch mal akzeptiert, dass wir im sportlichen Wettbewerb uns auch manchmal ein bisschen schwerer. Bis jetzt hat das ja alles super geklappt. Ja, wir sind der einzige von 7, es gibt nur 7 Vereine, die seit 10 Jahren ununterbrochen in der Champions League spielen. Aber das kann auch mal anders kommen. Und nichtsdestotrotz werden wir dann aber diesen Weg nicht verlassen, aber wir brauchen mehr Geduld, was unsere sportliche Entwicklung angeht, weil am Ende des Tages, wenn wir irgendwann nur noch 6. oder 7. Im Umsatz der Bundesliga sind, dann wird es nicht mehr so leicht, den 2. Platz zu halten. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz wieder auf die WM zurück. Wir haben gerade schon den Balogun erwähnt, also den amerikanischen Spieler, der eigentlich in der gelb-roten Karte ein Spiel gesperrt worden wäre. Dann ruft Trump angeblich Infantino an und sagt, sag mal, da muss sich doch was machen lassen. Das ist unser wichtigster Spieler, der ist ja Mittelstürmer, kann ja nicht spielen. Das weiß der Trump alles natürlich gar nicht einzuschätzen, weil er sich für Fußball eigentlich nicht interessiert. Er hat doch nachher noch gesagt, er wusste gar nicht, dass es eine rote Karte gibt. Genau, was soll das eigentlich? Warum fliegt da einer vom Platz und warum ist er dann im nächsten Spiel nicht mehr? Ne? Also der kann ja dann bestraft werden für das Spiel. Also gut, tiefgreifende Kenntnis, wie das ja häufig bei Donald Trump zu beobachten ist in anderen Feldern der Politik oder des Lebens. Jedenfalls, am Ende ist es so, dass man den Eindruck hatte, da wird Einfluss genommen auf den Sport selbst. Spieler, die eigentlich nach unserem allgemeinen Verständnis, das wir seit ewigen Zeiten haben, wir sind ja alle irgendwie alte Knochen, Regeln, die immer galten, gelten auf einmal nicht mehr. Und man wundert sich darüber, warum bestimmte Mannschaften, warum die ersten 4 der Weltrangliste zufällig dann auch im Halbfinale sich versammeln können. Ja, das ist mir zu viel Verschwörungstheorie. Das erste, da bin ich dabei, aber das andere hat, also das ist völlig ausgeschlossen. Kein FIFA-Präsident kann darauf Einfluss nehmen, wie das Ergebnis ausgeht. Weil der Schiedsrichter ist heute auch nicht mehr wie früher, wo er mit 300 € in der Tasche dann abgefunden worden ist. Für den Schiedsrichter geht es heute auch um seine Karriere. Und für den europäischen Schiedsrichter schon mal 3-mal, aber auch für alle anderen. Dann steigen die auch in ihren Dingen ab. Angenommen, ein europäischer Schiedsrichter macht einen großen Scheiß da im Viertel- oder Halbfinale der WM, dann könnte er davon ausgehen, dass der erstmal eine Zeit lang relativ schwer hat, nochmal ein Champions-League-Spiel zu pfeifen. Und dann wird er in der Bundesliga runtergestuft, wenn es ein Deutscher war und so. Also die haben auch ihren Leistungsdruck. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Das glaube ich auch nicht. Aber natürlich, und deshalb war das ja ein Präzedenzfall. Das kann ja nicht sein, dass der Staatspräsident, der ruft den FIFA-Präsidenten an und da musst du schon im ersten Moment sagen, stopp, hier betreten wir gerade eine Grenze, die ist unüberwindbar. Punkt. Egal, ob du dann das Gefühl hast, es ist ein guter Kumpel von dir oder ob das auch nur so gespielt wird oder was auch immer, stopp. Und das ist ehrlicherweise, kann ich mir das in Deutschland völlig undenkbar. Welche Rolle spielt gerade diese Balogun-Geschichte als Präzedenzfall bei dem Versuch jetzt Infantino aus dem Amt zu hieven? Eine deutliche, weil ich habe ja gesagt, wenn das Fass ohnehin schon relativ voll war, dann ist aber durch diese beiden Dinger ist da noch so viel Wasser reingeflossen, dass es aber nicht nur leicht übergeschwappt ist, sondern dass es aber gleich ordentlich rausschoss. Und das ist einfach so. Das ist etwas, das war ein Präzedenzfall. Und das ist natürlich für die Sauberkeit und die Integrität des Sports und des Wettbewerbs, das kannst du nicht tolerieren. Ja, wenn das Weiße Haus im Kölner Keller sitzt, ist so was. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt mal aufs Kleine, auf Deutschland runtergebrochen, ich mir vorstelle, dass irgendein Spitzenpolitiker mich oder Bernd Neuendorf anrufen würde und sagen würde, also da... Schalke darf nicht absteigen. Oder Bensebaini oder wer auch immer. Da müssen wir jetzt aber mal,
Das ist undenkbar. Es ist undenkbar. Ja, in Deutschland. Ja, in Deutschland, aber dieses Niveau, was wir in Deutschland haben, das müssen wir ja auch in der Welt erhalten. Und bisher war das auch, es war undenkbar. Es war undenkbar, niemand wäre auf so eine Idee gekommen. Weil normalerweise wäre auch kein Staatspräsident, außer vielleicht so ein paar Potentaten, auf die Idee gekommen, da den FIFA-Chef anzurufen. Das ist ja auch, kannst du dir eigentlich auch nicht vorstellen. Also jetzt halten wir mal kurz fest, diese Eingriffe in die sportlichen Regeln, aber auch in die sportliche Ethik, das ist ja auch ein ethisches Problem. Ja, auf jeden das Fall. ist eine Sache. Ja. Die andere Sache ist aber natürlich die grundsätzliche Kommerzialisierung von so einem Wettbewerb wie diesem World Cup, also der Weltmeisterschaft. Wie weit geht man da? Wie weit geht man überhaupt mit der Kommerzialisierung? Du bist Betriebswirt, hast ein Unternehmen gegründet, hast jetzt ein Fußballunternehmen rund 20 Jahre geleitet. Als leitender Manager. Diese Kommerzialisierung, kann man die, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, eigentlich wirklich noch verdammen? Oder ist das nicht was, womit wir seit Jahrzehnten jetzt leben? Sie wird immer größer, ja. Aber will man das aufhalten und gibt es einen Grund, das aufzuhalten? Ja gut, es muss immer noch zum Spiel passen. Also ich habe da gar kein Problem. Zum Beispiel jetzt das Beispiel. 48 Mannschaften haben sich ja auch genug darüber aufgeregt. Natürlich wird das Niveau in der Gruppenphase dadurch etwas schlechter. Man darf aber auch nicht unterschätzen, was das bei Leuten wie in den Kapverdischen Inseln oder was das da auslöst, wie viel Begeisterung das für den Fußball gibt, wie viele 100.000 neue Fans du kriegst. Und mein Gott, dann sind es eben 48. Das ist für mich nichts, was jetzt wirklich stört. Aber zum Beispiel diesen Quatsch mit den Hydration Break, wenn es nicht nötig ist, das ist etwas, da hat jeder das Gefühl, das ist eigentlich nur Kommerz. Und ohne jeden Sinn, der dahinter steckt. Ne? Und da ist genau die Grenze für mich. Wenn das mit dem Sport, die fortschreitende Kommerzialisierung, wenn die sich mit dem Sport harmonisch verbinden lässt, ist es gut. Wenn es aber dazu kommt, dass es einfach nicht dazu passt, dann diese ganze Euphorie, siehst du ja bei uns Dortmundern auch, wie wir das genießen, international zu spielen. Und stell dir mal vor, das fällt weg. Und jetzt hast du ein kleineres Land, das die immer bei einer WM dabei ist, kann ich alles unterschreiben. Oder jetzt nehmen wir doch mal einen Supercup. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die sagen, das braucht man nicht. Ja, was braucht man? Aber da sind 81.000 Leute und die hatten Spaß. Und das sind Millionen am Fernsehen und die hatten Spaß. Also warum braucht man den nicht, wenn die Leute Spaß haben und es auch haben wollen, weil sie nämlich da hinkommen, dafür Geld bezahlen, dafür Fernsehgeld bezahlen. Das ist ja für mich nicht das Thema. Wenn wir jetzt einen Supercup machen würden, um 5 Millionen oder 10 Millionen im Fernsehen zu erlösen, aber im Stadion wären nur 5.000 Leute, da würde ich sagen, lasst uns den Quatsch an. Was ja auch interessant war beim Supercup, dass anderes Publikum da, auch auf der Südtribüne war, dass mal der organisierte Support weggefallen ist, dass man auch mal wieder spielabhängige Reaktionen hatte. Und dieses ganze Schalalala, das hat mir überhaupt nicht gefehlt. Ja gut, das ist unterschiedlich. Ne? Du hast schon, das Stadion hat eine andere Wucht, wenn die Süd von den normalen Dauerkarten, also von denen mit der aktiven Fanszene und den Dauerkarten, das ist ja nicht nur aktive Fanszene, es sind ja 24.000 Dauerkarten da. Aber das ist ein eingespieltes Team, das hat eine andere Wucht. Aber Freude am Spiel geht natürlich auch so. Aber ich bin trotzdem bei Heimspielen schon froh, dass wir da den Support haben. Aber man darf dann aber auch nicht verdammen, ist genau wie beim Länderspiel oder jetzt beim Supercup, wenn einfach mal, ich habe ja auch auf der B1 nur noch Autoschilder aus Kiel und aus Hamburg und Pforzheim und Stuttgart und was weiß ich da war, die waren also aus ganz Deutschland dahin gekommen für dieses Spiel. Und das ist okay. Ist auch ich wollte jetzt mit der Kommerzialisierung auch nochmal das BVB-Thema ansprechen. Ihr macht ja gerade auch das Modell rückwärts. Teure Spieler, Verträge ausgelaufen oder transferiert worden, jetzt mit frischen Spielern, mit Jüngeren, die Borussia nicht nur im Lebenslauf stehen haben, sondern die es auch erleben wollen. Kosten weniger, spielen attraktiver. Ich spüre im Moment eine unheimliche Euphorie in der Stadt, dass alle wieder Bock auf den BVB haben und dass Borussia gerade so diesen Schritt gewagt hat, zurück und dieses Wettrüsten nicht mehr mitgemacht hat. Ja, Wettrüsten ist noch nicht mal der richtige Ausdruck, aber ich weiß, was du meinst.
Das sieht jetzt auch alles gut aus und das ist auch wahrscheinlich, und ich bin da komplett bei der Geschäftsführung, wir haben das ja auch ein bisschen diskutiert miteinander, das war jetzt auch einfach fällig, weil wir jetzt die Situation haben, dass die normalen, etwas etablierten, arrivierten Spieler auch für uns nicht mehr bezahlbar sind. Also musst du jetzt quasi auch diesen Jugendstil kreieren. Ehrlicherweise bietet das Chancen, aber auch Risiken. Ja, klar. Denn Beides hat Risiko, das andere hat auch Risiko. ja, das andere hat aber eigentlich nur höchstens, du konntest das wirtschaftliche Risiko, das konntest du ja ungefähr einschätzen. Aber Das Spielerische nicht. So ein Guirassy macht immer den Eindruck, als hätten sie ihm 5 Minuten vorher gesagt, dass es ein Spiel ist. nur wenn du jetzt auf einmal die Champions League verpasst, weil natürlich, kennen wir alles. Ja, kennen wir alles. Aber dann hast du natürlich ein Problem. Und dann sagt dir keiner mehr, er war trotzdem genial, mit 3 18-Jährigen zu spielen. Ne? Ja, aber und es ein ist aber Problem richtig hast, so. Es darfst ist kein Problem richtig ausmachen. Aber wir müssen aufpassen. Wir haben die letzten 10 Jahre war es ein dauerhafter Spagat, oder 10 noch nicht mal, noch länger, ein dauerhafter Spagat zwischen dem fußballerisch sich weiterzuentwickeln und aber gleichzeitig auch eine Absicherung zu haben, dass du immer in die Champions League kommst. Was auch 1-2 Mal knapp war, was aber am Ende immer funktioniert hat. Aber jetzt hat sich die Geschäftsführung entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Ich finde das gut. Und ja, aber wie gesagt, das wird auch noch ein bisschen zäh werden ab und zu, gerade wenn wir in der Champions League spielen und so, wenn du vorher noch nie Champions League gespielt hast, das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Ja, aber wenn sie anders spielen, als wir letztes Jahr gespielt haben, ist das schon okay. Ja, aber wir waren auch vor 2 Jahren noch im Champions League-Finale. Also man muss das nicht nur immer an 2 Nein, aber ich will ja die Euphorie, den Spirit, neue Spieler, die sich auch beweisen Ich verstehe wollen. deinen Ansatz, Bruno, aber wir haben auch die letzten 5 Jahre, glaube ich, 3 oder 4 Mal waren wir im Viertelfinale. Das ist schon auch eine Stabilität gewesen. Und jetzt geben wir 10% Stabilität auf und in der Hoffnung, daraus 20% mehr Kreativität zu erzeugen. Ich merke natürlich auch, und es geht mir doch auch so, wenn ich den Carezza sehe, wie der den Baller nimmt und sich dreht, ja, dann lacht mein Herz auch. Da müssen wir nicht drüber reden. Und hat Rositzky nicht mehr gesehen. Ich kenne aber im Fußball... Mario Götze. Ja gut, aber Rositzky steht natürlich auch nur teilweise für eine erfolgreiche Epoche. Also da muss man auch mal sehen. Ne? Die sind dann am Ende des Tages teuer eingekauft worden und am Ende konntest du für wenig Geld wieder abgeben. Rositzky hat noch 8 Millionen, habe ich selber verkauft, 8 Millionen nur noch gebracht. Und heute wird so getan in Dortmund, als wenn wir den größten Weltstar hier gehabt hätten. Nur was ich damit sagen will ist, ich kann mich noch erinnern, in den ersten beiden Meisterjahren unter Jürgen, da sind wir kläglich aus den internationalen Wettbewerben ausgeschieden. Erstes Mal in der Euroleague sind wir nicht weitergekommen und im zweiten Mal in der Gruppenphase der Champions League. Wir haben das erste Spiel bei Arsenal London gemacht. Da haben unsere Spieler mit ihren, damals gab es glaube ich noch keine iPhones, sondern mit ihren Handys haben sie Fotos gemacht vom Emirates. Ne? So beeindruckt waren die. Und das kann dir jetzt ein bisschen mehr passieren, als wenn so ein Julian Brandt konntest du damit nicht mehr beeindrucken. Aber so ein Carezzas oder so ein Konstantelias, schwerer Name, für die ist das eine neue Erfahrung. Aber natürlich, ich hoffe ja, dass du recht hast, natürlich sieht es gut aus. Und ich habe in London gesessen und habe mich richtig gefreut. Ich habe auch das Spiel gegen Rom, fand ich auch gut. Aber dann kommt natürlich auch Bayern und Bayern ist natürlich eine der besten Mannschaften der Welt, wahrscheinlich eine der 3 besten Mannschaften der Welt. Da siehst du schon, das ist noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, aber die kaufen immer einen für einen Platz und einen, damit wir den nicht kriegen. Ja, also ich glaube, es ist aber auch natürlich ein Riesenunterschied zu dem Beginn der Klopp-Ära. Heutzutage sind die Preisschilder ganz anders. Also ein Carezzas ist ja jetzt nicht irgendwie jemand, der... Wir haben Lewandowski für 4,2 Millionen. Für 4,2 Millionen haben wir Robert Lewandowski gekauft. Ja. Heute wird der kosten sofort 30. Das ist einfach der Unterschied. Ja, wenn du überhaupt ins Geschäft kommen würdest, weil 20 andere Clubs, die noch mehr Geld haben. Durch KI und alles sind die heute alle auf dem gleichen Stand. Wo ich das erste Mal da in Posen war, da hatte sich noch keiner über Lewandowski Gedanken gemacht. Ne? Du kannst heute auch nicht mehr schneller sein als die Konkurrenz, weil heute hast du ja noch 50 Transferexperten, die ja den ganzen Tag, ich gucke ja mir jeden Morgen... Was machen eigentlich den Rest des Jahres, Freddy? Du bist ja Journalist.
Ich weiß nicht, ob die Journalisten sind und sich als Journalisten definieren. Die sind tarnen sich Transferexperten. Ja, sind Transferexperten. Aber die heizen natürlich das Ding immer noch weiter auf. Also Aber das ist ja dann eben auch das gute Scouting, was du dann machen musst. Die Arbeit im Vorfeld, Ja, das zum Scouting- Gadu zu finden, der tun die alle. spielt wie ein Türsteher. Ne? Du kommst hier nicht vorbei. Nein, aber da haben wir, das Scouting ist heute auch nicht mehr so entscheidend. Die Beurteilung anschließend des Spielers, die Scouts dir liefern, ob du dann siehst, das ist einer oder nicht, weil die scouten den heute alle. Aber und da haben wir natürlich noch einen Vorteil. Aufgrund der Historie von Borussia Dortmund kommen die Spieler tendenziell auch gern zu uns. Weil wir so viele Weltstars hier entwickelt haben, von Dembélé über Robert Lewandowski, Sancho, Bellingham und alles das gleiche Muster. Und deshalb haben die Spieler das Gefühl, da sind wir gut aufgehoben. Ja, aber da habe ich jetzt auch das ist ja auch der Knackpunkt für die neue Saison. Hat der aktuelle Trainer, in der Sommerpause einen Lehrgang gemacht, How to make offensive? Oder? Du musst sie ja alle verarbeiten, du musst sie einbauen in die Mannschaft. Der Nico ist ein erfahrener Trainer, der weiß schon, was er macht. Nur, also ein guter Trainer macht Folgendes: Der guckt sich sein Personal an und versucht daraus eine Spielidee zu entwickeln bzw. das zu handeln. Und wenn du eben keinen Carrezzas hast, sondern andere Spielertypen, dann musst du auch ein bisschen anders spielen. Dass wir natürlich jetzt unter der Prämisse von Konstantelias und Carrezzas und Inácio, es sieht wahrscheinlich auf jeden Fall attraktiver aus. Wir sind auch gezwungen, wenn du so Spieler hast. Ne? Ja, natürlich, aber die Spieler haben wir ja auch geholt und die sind ja auch nicht geholt worden gegen den Willen vom Trainer. Also ich glaube, dass der Trainer auch erkannt hatte, er hat es ja schon vom halben Jahr oder was weiß ich was, da warst du glaube ich auch dabei, da hat er das schon mal unbemerkt angekündigt, im Freizeitzentrum West waren wir glaube ich damals, und da hat er schon gesagt, wir wollen im nächsten Jahr attraktiveren Fußball spielen und so weiter und so weiter. Ne? Und das ist natürlich, und Lars und Ole Burg machen das gut und ich bin total glücklich, dass ich mich da nicht mehr mit beschäftigen muss, weil das ist ein enormer Druck, wenn du weißt, ob du jetzt 30 oder 35 Millionen richtig oder falsch investierst. Ne? Und sie halten mich immer so ein bisschen am Laufenden, aber ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung nicht mehr selbst treffen muss. Weil es ist schon schwierig geworden, weil es immer um so viel Geld mittlerweile geht. Ja, es geht heutzutage, wenn du einen jungen Spieler entdeckst, von dem du glaubst, dass du den vielleicht in 5 Jahren oder früher für wesentlich mehr wieder weitergeben kannst, also gleichzeitig auch noch irgendwie ein Geschäft mit dem machst. Da musst du heute, der Einstiegspreis ist heute irgendwo zwischen 20, 25, 30 Millionen, so in den Bereichen. Bei El Malla war von 50 die Rede und das war immer noch nicht genug. In bestimmten Bereichen, da merkst du dann, dass ein Club wie Brentford in England, der da jetzt auch keine große Nummer ist, aber die hätten den El Malla sofort abgeholt mit einer Schubkarre und hätten den mitgenommen und die 50 Millionen, da hätten sie auch 55 draufgelegt, das wäre denen auch egal gewesen. Also du hast da eine ganz andere Situation, was die jungen Spieler angeht und vor allen Dingen, du hast gerade die 2024er Mannschaft erwähnt, die im Champions League Endspiel war, was mir manchmal ein bisschen zu sehr vergessen wird, das ist ja erst 2 Jahre her. Ja, und wir haben Paris zweimal geschlagen. Und ne? Das auch, aber in der Mannschaft spielten halt zum Beispiel noch Mats Hummels und da spielte Marco Reus. Also du hattest einen richtigen Dortmunder und einen verkappten Dortmunder, dessen Eltern aus Hamm kommen. Also der ist auch stark infiziert. Sowas haben wir gar nicht mehr. Das würde ich mir wünschen. Das ist ja nicht egal, aber das kriegst du heute nicht mehr hin. Wolfgang Overath sagt immer zu mir, wir sind 1964 deutscher Meister geworden mit 11 Spielern, 10 Kölnern, einer aus dem Ausland. Das war Heinz Hornig aus dem Ruhrgebiet. Und die Nummern funktionieren heute einfach nicht mehr. Und du sagst ja auch gerade, wollen wir nicht mal wieder Spieler halten. Es sind heute ganz ehrlicherweise nur noch maximal 4 Vereine auf der Welt in der Lage, ihre Spieler zu halten. Das ist Real Madrid, das ist Bayern München, das ist Paris. Weil die zahlen denen dann so viel, wie sie haben wollen. Und ehrlicherweise gibt es auch, wenn du bei Real Madrid spielst, hat der Spieler auch nicht mehr im Kopf, dass es eine Zwischenstation ist, sondern er hat das Gefühl, es ist die Endstation. Also die schicken eher Spieler wieder weg. Aber wenn du beim BVB bist, wenn du in Leipzig spielst, in Leverkusen spielst, wenn du bei Aston Villa spielst oder bei was auch immer, hat er immer das Gefühl, Real Madrid ist eine Nummer größer. Und unsere Arbeit der letzten Jahre war ja offensichtlich so gut, dass ja nicht irgendwelche Graupenvereine angeklopft haben und unsere Spieler haben wollten, sondern es war ja immer Real Madrid, City, Paris und so weiter. Ne?
Mehr Adler, weniger Zugvögel, das hatte ich mir immer gewünscht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir beim Fußball in eine Richtung kommen, wo das, was du jetzt gerade zuletzt beschrieben hast, eine immer größere Rolle spielt. Also du hast eigentlich eine relativ festgefahrene Hierarchie. Ich weiß nicht, ob das früher schon so ausgeprägt so war. Ja gut, Real Madrid hat in den 50er Jahren genauso viele Titel geholt wie in den letzten 10 Jahren. Die haben auch jeden Spieler gekriegt, wenn sie ihn haben wollten. Das ist schon auch klar. Fallen mir auch ein paar Deutsche ein, die dann später dahin gegangen sind. Aber es ist trotzdem so, dass du relativ klar berechnen kannst, ich bin nur Durchlauferhitzer. Ist das eigentlich, spitzt sich das immer mehr zu, wie sich der Kapitalismus immer mehr zu spitzen scheint im Moment? Ja, ist sagen das wir mal so, umkehrbar? dadurch, dass die Summen immer größer werden, verfestigt sich auch noch mehr. Aber ehrlicherweise, ich hatte niemals das Gefühl, dass wir auf 20 Jahre mal den Status von Real Madrid erreichen könnten, Borussia Dortmund. Wenn wir unter den Ersten, und wir sind jetzt wieder im Ranking, jetzt für die Auslosung am Donnerstag, da sind 8 vor uns und wir sind 9. Solange wir immer noch unter den Top 10 in Europa sind, ist das totale Overperformen. Ne? Aber das ist schon schwer genug. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, wir werden irgendwann Real Madrid auf Nummer 1 ablösen. Das wird nicht funktionieren, weil dafür ist es einfach eine ganz andere Welt. Also mir wird es in Deutschland schon reichen, ne? Dass er mal ein bisschen näher an die Bayern rankommt. Keine Chance. Das Thema ist durch. Ist das nicht eine falsche Denke? Nein, das kann keine offensiver Kloppo hat es auch geschafft. Das können sich Journalisten leisten. Xabi Alonso hat es auch geschafft, also Leverkusen ist ja, vor 2 es Jahren, wird auch mal irgendwann geben. Aber du hast ja mehr so, du wolltest ja gerne Bayern mal ganz ablösen da oben. Nicht ganz, ne? aber mal. Eine Meisterschaft ist nicht ausgeschlossen. Ja. Aber dieses Jahr schwierig, weil die Meisterschaft wird nur dann Bayern München nicht gewinnen, wenn Bayern München es schlecht macht. Dafür ist die Oder wenn wir Mannschaft 2 Halbzeiten konstant spielen. 2 gute. Ja, es ist ja nicht ein Spiel. In einem Spiel kannst du Bayern immer schlagen. 34 wird schwierig. Trotzdem, wenn sie nachlassen, und es ist ja nicht so, wir reden eben, haben wir gesagt, ihr vergesst auch schon mehr alles. Ne? Wir waren vor 3 Jahren. Nicht vergessen können, wenn wir uns alle keine Karten kaufen. Vor 3 Jahren mussten wir nur dieses letzte verdammte Heimspiel gegen Mainz gewinnen. Dann waren wir Deutscher Meister. Und so eine Situation wird es wieder geben. Nein. Die wird es wieder Nächstes geben. Mal, wenn die Schale liegt, Nein, müssen wir werden dann gewinnen. Aber es wird sie wieder geben, egal ob es dann Leverkusen ist oder wir sind. Aber der Impuls muss immer von Bayern ausgehen. Wenn Bayern seine Kreise zieht, so wie jetzt, und mittlerweile hat die Bayern geben für ihre Mannschaft an Gehalt jetzt mehr als das Doppelte aus als wir. Da reden wir über eine Differenz von 170, 180 im Jahr. Wisst ihr, was das sind? Das sind 10 Weltklasse-Spieler. Das ist aber Und genau das, worauf ich hinaus wollte gerade. und wenn die es gut machen, dann kommst du nicht mehr ran. Okay, das ist völlig klar. Also die nehmen auch nicht jedes Mal Thomas Tuchel dann als Trainer und Ja, aber es wird liefern sich sozusagen aus. Ist aber im Leben wird es auch eine Situation wieder geben. Ja, Das ist so. sicher. Aber am Ende ist es halt so, dass du das Gefühl hast, der Club, der es am besten organisiert bekommt, das Geld zusammenzukriegen, um sich zum Beispiel ein doppeltes Gehaltsniveau von Borussia Dortmund zu leisten, der wird Deutscher Meister. Ja. Das ist nur noch bedingt Das ist halt eine so. sportliche Ja, Lösung. aber das gibt es auch schon seit 50 Jahren. Und da sind natürlich die Metropolen immer im Vorteil, weil natürlich da das meiste Geld ist, die meisten Dinge fließen, aber das ist klar. Und wir haben ja auch nicht gesagt, wo Hösch noch richtig finanziell stark war, nee, das Geld nehmen wir aber nicht, wir decken jetzt auch mal einen VfL Bochum. Sondern das ist einfach so, du nutzt die Ressourcen, die du hast. Ja, aber die sind natürlich hier nicht so groß wie woanders. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Man bleibt festzuhalten, was mit Geld nicht geht, geht mit viel Geld. Und Aber halten wir mal, manchmal geht es auch so. Aber dann passiert natürlich eins. Angenommen, du wirst mal wieder Deutscher Meister. Dann brauchen die großen 3, 4 des europäischen Fußballs innerhalb von 2 Jahren zerfleddern die deine Mannschaft. Das hat ja Leverkusen auch erlebt. Ja, natürlich. Ja? Und das wird auch, aber du kannst das trotzdem mal irgendwann schaffen. Aber auf Dauer. Also halten wir jetzt mal fest, es macht Spaß, sich mit dir über Geld zu unterhalten. Geld kann Tore schießen, vor allem wenn es auf 2 Beine läuft. Natürlich jetzt, weil wir das auch so haben wollten, wir reden viel über Geld, aber es ist sehr interessant.
Zweitens, du wirst nicht FIFA-Präsident. Nee. Drittens, bei der UEFA Auch machst du nur das, was Ceferin dich bittet zu machen? Ja, genau so, weil ich das respektiere. Der eine ist der Präsident und der Vize ist eigentlich dazu da, den Präsidenten zu unterstützen. Das ist so mein Gefühl. Ja. Das sind die Vereine und Organisationen, wo es dann gut läuft. Wo der Vizepräsident meint, er wäre intelligenter als der Präsident, wird nie funktionieren. Okay, aber man kann Präsidenten ja auch ablösen. Also ich meine, das gibt's. Ja, aber die UEFA hat das große Glück, Ceferin ist für die UEFA die Top-Lösung. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mit Abstand der beste Mann, den du für den Job kriegen kannst. So, und für dem BVB, dem aktuellen BVB-Management, also Lars Ricken, Ole Burg, würdest du jetzt empfehlen, noch welchen Spieler noch zuletzt noch zu holen? Ja gut, dass die noch daran interessiert sind, vielleicht einen Rechtsverteidiger zu holen, ist ja jetzt auch ein offenes Geheimnis. Die Frage ist nur, ob es noch ins Budget passt. Und da bin ich jetzt nicht mehr so tief im Thema drin. Wenn es nicht reinpasst, werden sie mich anrufen und sagen, können wir das passend machen. Ja. Aber das ist die einzige, sonst sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und an euch beiden nochmal, erinnert euch mal daran, wo ihr zum BVB gekommen seid. Da haben wir 20 Jahre gar nichts mit der Deutschen Meisterschaft zu tun gehabt. Und man hat sich einfach damit identifiziert, weil man Borusse ist, und geht man ins Stadion. Und es wird mir zu viel diskutiert, ja Meister, Meister, Meister. Ich habe immer zu Borussia Dortmund gehalten und war immer hier und habe die bittersten Stunden schon hier erlebt mit irgendwelchen... Dann können wir uns gegenseitig überbieten wahrscheinlich. Aber das Gefühl, Borusse zu sein, hängt nicht davon ab, wie oft du Meister geworden bist, sondern einfach, dass das eine Wertegemeinschaft auch ist. Das stimmt auch. Ab und zu mal ein Titel ist aber auch ganz okay. Ja, wir sind vor 50 Jahren, ist das erste Mal Europapokalsieger geworden? Schon 60 Jahre. Ja. Ab und zu haben wir auch einen geholt, so ist nicht. Also ich kann mich schon ein paar erinnern, wo ich noch dabei war. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als ich A-Jugendspieler war beim BVB, gab es Jahreshauptversammlungen im Rheinhold-Dinum-Saal. Das war groß genug. Und der Verein stand vor dem Konkurs mit einem Schuldenstand von 1,8 Millionen D-Mark. Entspricht heute natürlich 900.000 Euro. Das ging immer auf und ab. Von wegen bittere Stunden. Ich habe Spiele gegen Rot-Weiß Lüdenscheid gesehen, die wir noch nicht mal gewonnen haben. Seit 20 Jahren geht es hier aber nicht mehr auf und ab. Nein, ich habe die ganze Geschichte gesehen. Ich wollte nur sagen, dieses Borussengefühl, wir werden nicht untergehen. Ja. Und die letzten 20 Jahre wäre jetzt das Schlusswort gewesen mit deiner Ära da hast du da schon eine Kontinuität reingebracht. Das ist der Punkt. Ja. Und ehrlicherweise verzichte ich auch lieber mal auf einen Titel und weiß aber, dass ich nicht alle 5 Jahre den BVB in so eine existenzielle Krise reinstürze, weil irgendwann nehmen die Leute das auch nicht mehr ernst. Nein. Wenn alle 5 Jahre der Insolvenzverwalter kommt. Und insofern, da haben wir es, glaube ich, ganz gut. Das ist ja nicht mein Verdienst, aber der ganze Verein hat sich da ordentlich aufgestellt und ist nicht mehr so anfällig auch. Aber manchmal ist es natürlich dann trotzdem nicht so ganz einfach. Also der Fußballromantiker Hans-Joachim Watzke war das heute wieder. Und wir wissen, dass er von Geld auch einiges versteht. Er hat uns nicht alles gesagt, was er sagen wollte, aber doch mehr. Und ich bedanke mich erstmal für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Aki. Und war lustig, sollten wir wiederholen. Nächstes Mal mit der Schale am Tisch. Irgendeine Schale. Wir stellen irgendeine Schale da. Ich muss los. Danke. Ciao. War ja länger, als wir eigentlich wollten, aber danke.